Tag 2 in Alicante und herzlich willkommen zu M-Pro Classics zum Pro Day. Heute stehen die Profis auf der Bühne. Wir sind in aller morgendlicher Frische hier vor der Wettkampfhalle mit nicht einer Packung Oreo-Sandwiches, sondern der Meal Prep für den Kameramann heute. Grüße gehen raus. Alicia hat die Aufgabe, das zu halten. Und ja, wir schauen uns heute die Show an, was da drin abgeht. Es wird auf jeden Fall ein wilder Wettkampf, es sind gute Leute am Start. Und ja, wir gucken mal, wie sich die deutschen Jungs da heute schlagen werden. 26 Profis. Und ja, wird auf jeden Fall ein wilder Tag. Ich würde sagen, wir gehen rein, checken die Lage ab und ihr seid natürlich mit dabei. Let's go. Danke. Der Junge, man macht mir irgendwann noch Feuer unterm Hintern, das sage ich euch. Ganzer Nachwuchs hier, ich sehe schon nur hier 8- bis 12-Jährige. Wenn die sich so Shows schon so früh angucken, das kann nur gut enden. Aber ich schwitze mir hier schon mies einen ab. Gell? Ne? Nein, ich halt fett. Ich bin halt fett, genau. Na, Moin. was sagst du zur Stimmung? Ja. Wie letztes Jahr? Spanisch halt. Das erste Mal da, der hat nicht zu viel versprochen. Stimmung ist schon stark. Spanier machen das gut, Alter. Spanier machen es gut. Was macht der Fettsack hier? Der weiße Fettsack im Backstage, Alter. Habe ich hier schon schön Farbe abgekriegt, aber die reicht noch nicht für die Bühne. Sieht ganz schön blass aus. Ja, blass und haarig hier neben den Athleten. Aber war eine starke Classic-Physikklasse, muss man sagen. 3 deutsche Jungs im ersten Callout, ein Türke noch dabei und der Spanier, also richtig brutal. Ne, 2 Spanier, ein Türke und 3 Deutsche. So fangen gute Geschichten an. Fast wie bei mir damals auf der Baustelle. Fehlt nur noch der Pole dazwischen. Dome, Junge, muss man sagen, als der mir vor 3 oder 4 Wochen... Hey, warte, okay, das darfst du sagen, weil Ja. das ist ja keiner, außer du. Nach seiner Frau und dem Coach wusste ich habe meine Fresse gehalten, aber der hat heute auf jeden Fall stark abgeliefert. Hat sich mit einer geilen Form ins Gewichtslimit reingezimmert. Ja. Und ja, man Ja, hat ja. auf jeden Fall gestrahlt auf der Bühne, es gefällt mir. Minimalst enttäuscht, aber ich bin voll zufrieden über die Form. Dominik sah geil aus, das kann man sagen. Hat richtig Spaß gemacht, wir haben noch 2 Wettkämpfe und jetzt habe ich meine Klasse gefunden. Ja, Mann. Macht Bock. Jetzt in einem anderen Line-Up sieht es schon ganz anders aus. Ich meine, du warst Center im zweiten Callout. Ich habe dich schon auch mit dem ersten drin gesehen, aber kann man immer zwischen dir und Florian, kann man das glaube ich auch ein bisschen umswitchen. Aber gucken wir mal, Junge. Guck mal, jetzt bin ich wieder happy, wenn der Champ das sagt, dann mache ich weiter, Mann. Easy. Geil, danke, Dicker. Trainieren bist du ja auch noch. Ja, mach ich. Here we are, Posema. I don't speak I know. But I think you can understand what I'm gonna say. You're gonna win tonight. Do you think so? Yeah. Do you think it was the next one? Ah, thank you. Thank you. So viel Englisch muss man verstehen, Alter. Ja, hier der Nachwuchs sozusagen, auch 22 Jahre alt, der Junge. Also, wie ich es vorher gesagt habe, der 10-Jährige in der Lobby, der steht da in 3 Jahren und macht den kalt. Also, das ist schon krass, was hier passiert. Deswegen freut mich auch ehrlich zu sehen, sowas. 22, total. Heftig, ne? Ich habe gerade schon gesagt, hier, die 22-Jährigen haben auf jeden Fall abgeliefert. Finde ich richtig geil. Wir haben hier einen weiteren Deutschen. Scheißegal, guckt mich an, nicht so aus wie ein Bauer. Alter. Aber ja, man hat auf jeden Fall ein starkes Paket abgeliefert. Ja, kämpft vorne mit heute. Wird spannend nochmal heute Abend. Hast auf jeden Fall knackige Konkurrenz, aber hat sich super geschlagen. Muss nur an seiner Präsentation noch ein bisschen mehr fallen, die halt machen, aber das kommt auch mit der Zeit, glaube ich. Das ist so ein... Bei dir ging es auch so schnell, es erinnert mich an mich vor 4 Jahren. Man muss ja auch sagen, gell, ich will jetzt hier nicht so schleimen, aber du weißt selber, Bro, eigentlich bist du so übelst mein Vorbild so gewesen. Nein, easy, Alter. Also, Jetzt ist keine Zeit mehr für Vorbild, jetzt steht der neben mir auf der Bühne, das ist so das. beim Olympia mach ich dich kaputt. Bei mir war es auch so mit Chris. Mann, ja. Also, ich habe erst seine Videos geguckt und dann stand die 2 Jahre Ich später finde es neben. geil so. So muss es auch sein. Man Ich muss finde immer wichtig, hey, wir repräsentieren auch beide Deutschland, wir repräsentieren. den Arsch treten. Du Ja, musst, aber dir ich mein, denken, ja, klar, du musst denken, du nimmst mich natürlich. auseinander. Sonst Aber ich gibt's ja meine, wir kein sind doch Gas. beide ein Team und Ja, natürlich. wir wollen beide, dass mal Deutschland einen Olympiatitel holt.
Sowieso. Erst ich 5 Jahre und dann kriegst du auch noch einen. Das kann man so machen. Aber mit Luca wird auf jeden Fall noch was kommen. Wir werden morgen trainieren und ja, man, dann auch in Berlin, denke ich, auf jeden Fall noch. Schreibt mal, ob ich ihn besuchen soll. Wenn der Junge mal ein paar Carbs ins System hat. Gut, Carbs hat er genug. Er frisst dir gerade sein Donut, Alter. Redet was von Carbs, aber nee, wenn der mal jetzt ein paar Wochen das Ganze sacken lassen hat, ich weiß ja auch, wie das ist so nach dem Wettkampf, musst du erstmal wieder auf dein normales Leben klarkommen und dann kann man da auf jeden Fall noch ein schönes Training in Berlin machen. Und ja, Mann, schreibt's gerne unten rein, schreibt gerne rein, was ihr von Luca denkt und vor allem folgt dem Junge auch auf Insta, auf YouTube. Bedient der auch alles sehr gut, professionell. Das gefällt mir auch. Der macht es von allen Seiten gut. Der kann im Vergleich zum Osima, kann der auch Englisch, deswegen ja, ist auch schon mal eine gute Sache. Wir haben Flo am Start. Mancher würde sagen, meinen verlorenen Bruder. Jo, wahrscheinlich. Guckst dir an, wie aus dem Ei gepellt. Zufrieden jetzt? Ich habe dich die ganze Zeit gesehen, wie du da lagst, voll in Off-Season und dachte mir so, okay, Urs chillt sein Leben, jetzt muss ich abliefern, wenn er schon hier ist. Aber du hast abgeliefert. First Callout, Alter, was ist denn da los hier? Es waren halt auch die Leute, die ich gerne sehen wollte neben mir. Ja. Ne? Also der German Pastor, der Luca, der Josema und so, das ist halt wirklich extrem gutes Line-Up gewesen hier. Wir waren jetzt 25 Starter, also ganz sicher kein kleines Starterfeld. Ja, und da waren halt wirklich krass. viele gute Leute dabei. Und sich da dann vorne zu placen, ist natürlich absolut geil. Machst du noch was jetzt dann? Ja, ich mache Irland. Das wollte ich hören. Irland ist noch geplant. Ja. Jetzt halt zwischen Alicante und Irland sind 2 Wochen. Danach wollte ich noch als Abschluss Niederlande machen. Klar, Olympia-Quali ist Ziel, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich bin auch noch nicht lange dabei. Das ist jetzt meine zweite Season in der Profiliga. Und dementsprechend bin ich da halt guter Dinge, solange man sich zeigt, solange es nach vorne geht. Und ich habe guten Progress gemacht jetzt über die letzten Jahre. Wird das halt immer Ja, die besser. Beine sind geil, Alter. Die feiere ich richtig. Die haben Ich habe auch so einen richtig starken Unterkörper. Ja, sind richtig stramm. Aber hast du auf jeden Fall gut abgeliefert. Checkt auch hier Florian ab. Auf seinem Insta, YouTube macht er auch viel Content, deswegen. Ist so geil, Alter. Alle Deutschen, die sind richtig professionell so. Nicht nur on stage, sondern auch so alles, was dazugehört. Deswegen, stark. Danke dir. Guten Job, Mann. Oh, Fabi! Jawohl, Junge! Let's go, Fabi! Was geht ab? So stolz auf den Junge. Top 3 ist Kann's wieder nicht fassen, was hier passiert. Geisteskrank. Ich weiß nicht, wie viel, 30 Leute. 32 fucking 1 Siegathleten. Und der Junge hat sowas von gesmoked. Das Niveau ist da oben, geil. Digga. Ich habe schon gesehen auf den Judges, er hat seine Einzelpräsentation gemacht, haben die gleich miteinander geredet und so. Immer gutes Zeichen, er hat sich super verkauft. Top 3 bei diesem Line-Up. Geisteskrank. Wie immer, dem Starbucks, gell? Was gibt's Besseres als nach dem Wettkampf erstmal ein Starbucks für die Finals? Ich würde sagen, zwischen. Oder zwischen den Wettkämpfen, ja. Also es ist immer bei mir gang und gäbe, einfach mal einen Kaffee mit Oat und Milk zu gönnen. Seht ihr, was die Bodybuilder alle gemeinsam haben? Bei mir ist eher zwar Lichili mit der Starbucks-Sucht, aber kann man sich schon gönnen. Ich weiß noch, als ich mal in Kuwait Pro gestartet bin und dann nach der Vorwahl habe ich, glaube 7 Muffins oder so noch kurz mal bei Starbucks verdrückt und war ordentlich prall im Finale. Ein paar Carbs wurden aufgetankt. Jetzt gehen wir rein. Finale steht an. Fabi kämpft nochmal hier mit und festigt seine Position. Und ja, Mann, ihr werdet auf jeden Fall sehen, was abgeht. Viel Spaß dabei. Let's get it. Let's get it done. Polska Genetics, was soll ich euch wieder sagen? Wir haben uns sogar nicht gesehen. Ein Jahr Bodybuilding. 11 Monaten einfach das gemacht, was andere in 20 Jahren nicht schaffen. Das ist der Name Ski. Wenn er mit Ski aufhört, dann wachsen die Muskeln, habe ich gehört. Geiler Typ. Wow. Wir haben auch hier einen Pro-Coach.
Offizieller IFBB Pro Coach und IFBB Pro Mann. Ja, eben. Ja, wenn ich schon kein IFBB-Pro-Athlet werden nur noch die Karte, Bruder. Guter Coach. Also Amateure, schaut mal da vorbei. Danke dir, mein Freund. Wir machen was Gutes. Kennen uns schon ewig, ne? Ja, Mann. 2019 ist ja bei Schwaben. Kommen aus einem ähnlichen Ort. Ja, zieh durch, Digi. Your routine is amazing. Like the presentation. Thank you. Like a fucking soldier. That's experience. I mean, this guy is in this forever. Veterans. Yeah. Yes, I know. I'm old, right? 42 years old. But hey. Just starting, brother. Bonac is not retiring yet. Oh, no way. Yeah, so. Bonac is back. Justin, frisch von der Profibühne runter hier. Zweiter Callout, war das Center. Also 5 oder 6 kann es auf jeden Fall werden. 6, 7. Ah, jetzt komm. Ja, okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Junge hat gut abgeliefert. Was ich faszinierend fand, er hat einfach angefangen am Rücken zu schwitzen. Vorne war es normal, und ich dachte mir, Alter, aber wieder, Alter. Normal laufen läuft der Bauch immer, aber heute hat der Rücken gelaufen. Also war doch noch ein bisschen Wasser drin. Safe. So gut, denn besser. Aber schon richtig geil, so erste Profishow. Das ist ein Feeling. Weißt du, wo du stehst? Ja, richtig, deswegen habe ich es gemacht. Ja, das feiere ich auch. Jetzt kann man gucken, wo die Reise hingeht, aber auf jeden Fall weiter nach oben. Ich hätte ihm gerne den ersten überreicht, aber Nächstes was Jahr. nicht ist, das kann noch werden, ich wollte gerade sagen. Natürlich willst du gewinnen. Sagen, Natürlich muss er gewinnen, aber Josimar ist einfach besser gewesen. Aber ich komme und hole mit ihm. Weitermachen, wie Roland gesagt hat. Kämpfen hier. Mit dem Mann, da gibt es keine Niederlage, keine Schwäche. Wir haben noch Luft nach oben. Deswegen feiere ich den Mann hier. Wir haben noch, Also, weißt du, das klingt. Ich weiß immer, wie du von Vorbereitung erzählt hast. 4 Flaschen Wasser, 1 Kilo Reis, 2 Kilo Huhn. Das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Ja, genau. So hat die Vorbereitung angefangen. 800 Gramm Brokkoli und 8 Liter Wasser. Und rein in die Axt. Das So 4 muss Monate sein. lang. Und bin dann in die Diät gewachsen. Das ist noch alte Schule, das feiere ich so. Ja. Ab nächster Woche geht es bei mir auch so los. Ja, das freut mich. Geil, Alter. Das wird wild. Ja, der tastet mich schon ab. Der guckt, ob alles passt. Ja, am Berg hat er gerade zweimal hingepasst. Wie stiff ist dieser Typ, ist ja irre. Stefan hat nicht zu viel versprochen, wo er gesagt hat, M-Pro ist geil. Und vor ein paar Monaten haben wir geredet, so, wir fahren hier hin, gucken uns das zusammen an. Und ja, Mann, das war echt eine brutale Show. Geile Stimmung. Spanier machen schon Druck, gell? Ja, machen Druck. Gut. Also ich finde, klar, das ist nicht die größte Location, aber ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, dass es Dance ist, dass es kocht, dass die Emotion da ist, Ja. das spürst und das merkst. Was sagst du kurz zu den Klassen? Frauenbodybuilding, die Siegerin hat mir sehr gefallen, dann ist es abgedroppt. Women Physik hat mir wenig gefallen, da war jetzt nichts, was mich überzeugt hat. Figur war sehr gut, da brauchen wir nicht diskutieren. Das war ganz stark und fest in deutscher Hand, wie so üblich. Also alle 4 Leute der Top 5 waren aus Deutschland, also das ist jetzt schon echt skurril. Klassik natürlich das Battle der 22s. Ja. Mit dem Luca Rega, der unglaublich toll ausschaut, und mit dem Josema, der in seiner Art und Weise auch brillant ist. Man wird sehen, wie weit die beiden beim Olympia kommen. Auch der Türke auf 3. Der hat mir auch gefallen, der war auch stark. Gut. Also vor allem im Vergleich zu US-Shows im Moment doch deutlich überlegen. Also wenn jetzt, denke mal an die New York Pro zurück und stell jetzt die wieder auf die New York Pro, die brennen halt alle weg. Die guten Jungs in Amerika ist es halt so, oder auch die ganz guten Jungs in Europa machen diese Shows nicht, weil es von der Zeit her schlecht liegt. Die sind halt einfach taktisch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Aber das, was da heute an Klassik geboten worden ist, ist eben neben den A-Liga-Shows wie Arnolds und Olympia schon eine der besten Shows im Jahr. Also, ihr habt zum Coach gehört. Einschätzung zum heutigen Wettkampf. Bei uns naht sich dem Ende zu, der Off-Season. Bald geht es auch für mich in die Vorbereitung und dann mischen wir da auf jeden Fall mit auf. Ich habe Bock auf den Olympias und ein richtig geiles Line-Up werden dieses Jahr. Und deswegen sage ich, schnallt euch an, haltet euch fest. Wir liefern ab. Fabian Feller from Germany. Darf ich euch vorstellen? M-Pro Alicante. Third Place, Alter. Unser Geisteskrank. bester deutscher Men's Physikathlet.
Hat abgeliefert. 500 Euro. 500 Nachos hat er sich mit nach Hause genommen. Die gehen heute Abend für die Pizza ans Eis drauf. Glückwunsch hier nochmal. Danke, Boss. Offiziell, richtig geil. Also checkt den Junge ab, der hat abgeliefert. Aber die Reise, habe ich gehört, ist noch nicht zu Ende. Wo es weitergeht, erfahrt ihr bei Fabi auf jeden Fall auf dem Channel oder auf dem Instagram-Account. Folgt dem Junge und dann, ja Mann, macht er auf jeden Fall weiter. In diesem Sinne, Men's Physik ist durch. Was soll ich euch sagen? Dieser Mann, Alter, hat's mal wieder vollbracht. Und deswegen ist er der fucking Beste. Ich sag's euch, wie es ist. So glücklich, dass er auch seinen Erfolg hier wirklich immer wieder unter Beweis stellt und auch alle Mäuler stopft. Und ja, Mann, der Typ ist wirklich... Ich kann's gar nicht in Worte fassen, aber... Ja. In seiner Welt mal wieder am Handy arbeiten. Weiter geht der Grind.